Alle sagten Laura dasselbe. Ein langhaariger deutscher Schäferhund ist zu viel, zu wild, zu energiegeladen, zu anhänglich. Du lebst allein, du arbeitest Vollzeit, du reist viel. Das ist ein Fehler. Laura hat jedes einzelne Wort gehört. Und dann ist sie 4 Stunden nach Bayern gefahren und kam mit einem 8 Wochen alten Fellknäuel aus Schwarz und Braun namens Maverick nach Hause. Das war vor 11 Monaten. Und niemand, der sie damals gewahrt hat, lacht heute noch. Laura Hoffmann hatte ein gutes Leben. Eine kleine Wohnung in der Stadt, einen Job, auf den sie stolz war, Freunde, die am Wochenende anriefen. Von außen sah alles wunderbar aus. Aber es gibt eine Art Stille, die dir von Zimmer zu Zimmer folgt, die mit dir am Tisch sitzt, die neben dir wartet, wenn du einschläfst. Laura kannte diese Stille gut. Seit 2 Jahren, seit ihre Mutter gestorben war. Sie war nicht zerbrochen, sie fiel nicht auseinander. Sie fühlte sich einfach ein bisschen hohl und sie konnte das Ding nicht finden, das diesen Raum wieder füllen würde. Sie hatte aufgehört zu suchen. Sie begann nachts Hundevideos zu schauen, nicht absichtlich, einfach so, wie man um 11 Uhr in diese Dinge hineinfällt. Und irgendwie landete sie jedes Mal beim selben Kanal. Ein langhaariger Schäferhund-Welpe aus Bayern, Ohren zu groß für seinen Kopf, Pfoten zu groß für seinen Körper, der mit einem rosa Spielzeug im Maul über einen Holzboden stolperte, als hätte er einen sehr wichtigen Termin. Sein Name war Maverick. Und irgendetwas an ihm brachte sie dazu, in einer dunklen Wohnung zum ersten Mal seit sehr langer Zeit laut zu lachen. Sie zeigte die Videos ihrer Freundin Jana. Jana sagte, du wirst dir keinen deutschen Schäferhund holen. Sie zeigte sie ihrem Kollegen Philipp. Philipp sagte, diese Hunde sind intensiv, du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Sie zeigte sie ihrer Schwester Karin, der praktischsten Person, die Laura je gekannt hatte. Karin sagte, Laura, du arbeitest 50 Stunden die Woche, du wohnst auf 40 Quadratmetern. Denk bitte sorgfältig darüber nach. Laura dachte genau 3 Wochen darüber nach. Dann fuhr sie 4 Stunden nach Bayern und kam mit Maverick nach Hause. Der erste Morgen war eine Katastrophe. Maverick wachte um 5:15 Uhr auf, entschied, dass das Sofakissen sein Feind war und verbrachte 40 Minuten damit, es durch die Wohnung zu besiegen. Bis 6 Uhr hatte er außerdem ein Ladekabel und eine Socke erledigt. Bis 6:30 war er in ihren Schoß geklettert, alle 5,5 Kilo von ihm, hatte seinen riesigen Kopf unter ihr Kinn geschoben und war tief eingeschlafen. Laura saß ganz still und rührte sich 45 Minuten lang nicht. Sie war bereits verloren und sie wusste es. Deutsche Schäferhunde sind die drittintelligenteste Hunderasse der Welt. Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland gezüchtet, um selbstständig zu denken und Probleme zu lösen. Was das im Alltag zu Hause bedeutet? Man besitzt keinen deutschen Schäferhund, man verhandelt mit einem. Maverick verstand Sitz bis zum 3. Tag. Er verstand, dass das Wort Spaziergang Spaziergang bedeutete, auch wenn Laura es buchstabierte. Er verstand, dass er ihre Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn er sich direkt auf ihre Füße setzte, während sie arbeitete. Da hatte er jedes Mal recht. In der 2. Woche kam Laura nach einem langen Tag nach Hause und setzte sich auf den Küchenboden. Nicht, weil sie es geplant hatte, einfach weil der Tag manchmal zu schwer ist. Maverick kam herüber, sah sie einen Moment an und drückte dann seinen ganzen Körper gegen ihre Seite. Er sprang nicht, er ballte nicht, er entschied einfach, dass dort, wo sie war, auch er sein würde. Laura legte ihre Hand auf seinen Rücken und spürte, wie ihre Brust ein bisschen leichter wurde. Ich sehe, du bist noch dabei, aber hast noch nicht abonniert. Das überrascht mich ehrlich gesagt. Drück auf Abonnieren, du willst sehen, wie das weitergeht. Von diesem Abend an bildete sich eine Routine. Jeden Morgen um genau 6:45 Uhr erschien Maverick an der Schlafzimmertür und nieste. Ein riesiges Niesen mit dem ganzen Körper, das ihn von der Nase bis zum Schwanz schüttelte und absolut keine Zweifel daran ließ, dass der Tag begonnen hatte. Laura begann ihren Wecker 5 Minuten früher zu stellen, nur um dort zu liegen und darauf zu warten. Es wurde der beste Teil ihres Morgens, besser als Kaffee, besser als alles. Er hatte zu allem eine Meinung. Er hatte eine Meinung über den Postboten, den er täglich mit tiefem professionellem Misstrauen betrachtete, als wäre das eine ernste Angelegenheit von nationaler Bedeutung. Er hatte eine Meinung über Frisbees, die er für das Tragen und nicht für das Werfen hielt. Wenn man das Frisbee warf, holte Maverick es zurück, setzte sich hin und sah einen mit einem Blick an, der eindeutig sagte, machen wir das nicht nochmal.
Jana kam in Monat 3 zu Besuch. Sie war von Anfang an skeptisch gewesen. Sie kam durch die Tür, sah Maverick an und Maverick sah sie an. Dann nahm er sein Lieblingsspielzeug, einen roten Plüschdinosaurier mit einem fehlenden Ohr, und legte es ihr vor die Füße. Jana sah Laura an. Laura sagte nichts. Jana setzte sich in einer 100-Euro-Bluse auf den Boden und spielte 2 Stunden lang mit einem Schäferhund-Welpen. Kein einziges Wort über ihre Bedenken. Hinterher sagte sie nur leise: „Ich verstehe es jetzt." Genau solche Geschichten sind der Grund, warum wir diese Videos weitermachen. Wenn sich gerade etwas in deiner Brust verschoben hat, bist du damit nicht allein. Monat 7 brachte die erste echte Bewährungsprobe. Laura hatte eine Dienstreise, 5 Tage, unvermeidbar. Sie bat Karin zu bleiben und auf Maverick aufzupassen. Karin, die praktische, die Skeptikerin. Laura rief jeden Abend an und hörte im Hintergrund immer Maverick, der irgendwo im Zimmer schnupperte. Am 4. Tag rief Karin zuerst an. Kein Hallo, nur: „Ich muss, dass du verstehst, dass dieser Hund mit mir Kochvideos schaut und er hat Vorlieben." Laura ist seitdem nicht mehr auf Dienstreise gefahren, nicht weil sie es nicht könnte, weil sie ihn nicht verlassen will. Es sind jetzt 11 Monate vergangen, seit Laura 4 Stunden nach Bayern gefahren ist, für das, was alle als schreckliche Idee bezeichneten. Maverick ist nicht mehr 5,5 Kilo schwer, er ist 37 Kilo aus langem, dunklem Fell, der genau 2/3 der Couch einnimmt und nie anerkannt hat, dass das andere Drittel irgendjemandem gehört. Die Wohnung ist immer noch 40 Quadratmeter, Laura arbeitet immer noch lange Stunden. Manche Dinge haben sich nicht verändert. Aber die Stille ist weg, die Art, die dir von Zimmer zu Zimmer folgt, die Art, die neben dir wartet, wenn du einschläfst. Einfach weg. An ihrer Stelle ist ein Hund, der jeden Morgen um 6:45 Uhr niest, seinen Dinosaurier zur Tür trägt, wenn sie nach Hause kommt, und sich an den schweren Tagen gegen ihre Seite drückt, als hätte er schon lange entschieden, dass ihre schweren Tage auch seine Angelegenheit sind. Alle sagten ihr, es sei ein Fehler, jeder einzelne, und keiner hatte recht, denn manchmal ist genau das, wovor alle warnen, das Einzige, was man am meisten gebraucht hätte. Und manchmal findet es dich um 11 Uhr nachts, wie es mit einem rosa Spielzeug im Maul über einen Holzboden stolpert, auf dem Weg zu etwas sehr Wichtigem. Etwas, das du noch nicht in Worte fassen kannst, das du aber sofort erkennst, wenn es da ist. Wenn du darüber nachdenkst, einen Hund in dein Leben zu holen, lass nicht die Angst die Entscheidung treffen. Lern die Rasse kennen, bereite deinen Raum vor, gib ihnen deine Zeit und Geduld. Aber lass nicht den Lärm der anderen das übertönen, was du schon in deiner Brust weißt. Hat Laura einen Fehler gemacht oder hat sie die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen? Schreib es mir in die Kommentare.